Hast du dich schon mal gefragt, wie man ein individuelles Konzept für einen Werbefilm herstellt, das exakt auf den Kunden zugeschnitten ist? Daher wollte ich dir einen kleinen Einblick geben in die 8 Schritte, wie wir bei Product Shot Mastery ein individuelles Kundenkonzept erstellen. Ich persönlich hätte zum Einstieg in die Werbefilmbranche so einen Guide am Anfang sehr gut gebrauchen können, weshalb ich hoffe, dass du das eine oder andere mitnehmen kannst. Das Ganze basiert ursprünglich auf dem Core-Prinzip von José Caballero, wurde aber von uns mit der Zeit auf Werbefilme bzw. sogar auf Produktvideos spezialisiert, damit wir das dort optimiert benutzen können. Dieses Video selber ist erstmal eine kleine Einleitung oder Übersicht, damit du einerseits schon mal einen groben Überblick bekommst, aber andererseits auch schon vom Mindset etwas mitbekommst. Daher lass uns nicht weiter zögern. Ladies and Gentlemen, willkommen bei Product Shot Mastery. Kommt dir folgende Situation eventuell bekannt vor? Ein Kunde kommt auf dich zu und sagt, ich brauche einen Werbefilm. Das und das sollte drin sein und hier habe ich mir schon mal ein paar Beispiele rausgesucht, die ich ganz cool finde. Du guckst dir dann die Beispiele an und denkst, ist ein bisschen schwierig, aber bekomme ich irgendwie alles hin? Und sagst deswegen, klar, kann ich machen. Du setzt dich dann sofort an die Arbeit und willst alles umsetzen. Es ist nicht ganz so perfekt wie das Beispiel geworden, aber doch schon sehr, sehr nah dran und du bist mega stolz drauf, was du da geschafft hast. Und nach einiger Zeit präsentierst du es dann deinem Kunden und er findet es prinzipiell schon ganz gut. Aber könntest du das vielleicht noch ändern und das müsste ein bisschen schneller sein, das dafür ein bisschen langsamer. Hier könnten wir noch so eine Szene einbauen, diese Einstellung könnte ich mir da noch vorstellen. Er hat einfach so 1, 2 Änderungswünsche noch. An und für sich ist das nicht der größte Aufwand, daher setzt du dich direkt wieder an die Arbeit und setzt diese Korrekturen um. Dann zeigst du das wieder dem Kunden und er hat wieder ein paar kleinere Korrekturwünsche. In einem anderen Werbefilm hat er noch etwas gesehen, was er gerne eingebaut haben möchte. Dann hat ihm eine Freundin noch etwas erzählt, was sie ganz cool finden würde. Und diese kleinen Korrekturschleifen wiederholen sich gerne 5, 6, 7 Mal. Und ganz am Ende können du und der Kunde sich dann auf eine Version einigen. Aber nicht, weil ihr beide damit zufrieden seid, sondern mehr, weil ihr beide einfach nur erschöpft seid. Und ganz ehrlich, in dieser Situation waren wir alle mal. Und genau aus diesem Korrekturschleifen-Zyklus wollte ich irgendwie ausbrechen. Weshalb wir jetzt mit diesem System arbeiten, was den ganzen Prozess in meinen Augen wesentlich vereinfacht. Und jetzt stell dir stattdessen mal diese Story vor. Ein Kunde kommt auf uns zu und möchte einen Werbefilm haben. Er sagt, das und das soll da drin sein und er hat auch schon noch ein paar Beispiele mitgebracht, die er ganz cool findet. Aber noch bevor wir uns an die Arbeit setzen, fragen wir erstmal nach Details und besonders, warum er das braucht. Das erste, was wir dann machen, ist, dass wir uns mit dem Team vom Kunden zusammensetzen und herausfinden, was die Bedürfnisse eigentlich sind. Und zusammen mit dem Team definieren wir dann erstmal die Grundlagen, also die Marke, die Kunden und die Ziele des Unternehmens. Von dort aus ist es nur noch ein kleiner Schritt, das Projekt in eine visuelle Sprache zu bringen und herauszufinden, welche Aufnahmen tatsächlich gebraucht werden, um sowohl die Kunden anzusprechen, als auch die Ziele des Unternehmens umzusetzen. Und da die Aufnahmen dann marken-, kunden- und zielorientiert umgesetzt werden, stimmt auch der Kunde im letzten Schritt relativ schnell zu. Der Prozess baut sich Schritt für Schritt auf, ist für den Kunden auch einfach nachvollziehbar und vor allem bringt es auch das Ergebnis, was der Kunde haben möchte. Und damit ist der Kunde sehr glücklich und vor allem du bist auch sehr glücklich. Welche von den beiden Geschichten gefällt dir besser? Und vor allem, welche der beiden Geschichten gefällt dem Kunden wohl besser? Die Idee ist also, dass du das Projekt komplett verstehst, bevor du anfängst. Und vor allem verstehe das Business, für das du arbeitest. Denn Werbefilme sind in erster Linie nicht direkt Kunst, sondern haben immer ein Ziel. Und deine Aufgabe ist es, die Bedürfnisse des Kunden zu entdecken und daraus eine Strategie zu entwickeln. Das heißt, deine Aufgabe ist erstmal zu verstehen, zu priorisieren und von dort aus eine klare Vision zu entwickeln, um die Ziele des Kunden zu erreichen. Aus diesem Grund kann man die 8 Schritte, die ich dir zeigen werde, in 3 Gruppen unterbringen. Definieren, ausrichten und übersetzen. Im ersten Schritt geht es also um das Definieren oder Beschreiben. Das beinhaltet die Marke, die Zielgruppe deines Kunden und die Ziele des Unternehmens. Im zweiten Schritt geht es dann um die Ausrichtung. Dazu werden Attribute gruppiert, verschiedene Daten einander gegenübergestellt und daraus dann eine Customer Journey entwickelt. Und im letzten Schritt geht es dann um die Übersetzung, also die filmisch-visuelle Umsetzung. Welche Videostrategie ergibt Sinn und wie sieht das Moodboard bzw. die Shotlist aus, um die Aufnahmen zielbringend zu gestalten? Du bist damit eher ein strategischer Partner, der mit dem Kunden zusammenarbeitet, schrittweise zu einer Lösung hinarbeitet, dabei immer wieder Ideen einbringt, zuhört und vor allem priorisiert. Um die ganzen Schritte dann umzusetzen, musst du dich natürlich mit den wichtigsten Leuten aus dem Team des Kunden zusammensetzen. Das Wichtigste dabei ist, dass du eine feste Agenda setzt und dass sich jeder die Zeit nimmt und nicht gestört wird, um in dieser Zeit wirklich produktiv zum Endergebnis zu kommen. Jeder in dem Meeting soll auf jeden Fall mitmachen dürfen, jeder soll alles sagen dürfen und am Ende sollen alle auch ein bisschen Spaß dabei haben. Deine Aufgabe wird es am Anfang vor allem sein, die etwas unsichere Sprache des Kunden zu übersetzen und in eine visuelle Sprache zu bringen. Visuell heißt in dem Sinne aber nicht direkt filmisch, sondern einfach nur in eine Sprache bringen, mit der jeder sofort ein Bild vor Augen hat. Wie das
das Ganze aber nur in einem Speziellen aussieht, werde ich dir im nächsten Video zeigen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass auf jeden Fall ein Like da, damit würdest du mir unglaublich weiterhelfen. Und wenn ich mir sogar ein Abo von dir verdient habe, dann drück unten den roten Knopf und aktiviere die Glocke. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder und bis dahin tschüss, bye bye und ciao.